Sommerzeit ist Reisezeit. Und eine Reise bietet oft spannende Anlässe für Videoaufnahmen. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit deinem Smartphone bessere Reisevideos produzieren kannst, welche Technik du brauchst und wie du aus deinen Aufnahmen ein spannendes Video zauberst, das sich deine Freunde und Verwandten gerne anschauen. Normalerweise erhältst du auf dem Mindnap-Kanal Tipps zum Thema Filmproduktion und Videomarketing. Für dieses Video haben wir uns aber etwas Besonderes überlegt. Ich nehme dich wortwörtlich mit auf eine Reise. Konkret gesagt nach Spanien auf die Insel Gran Canaria. Dort habe ich extra für den Mindnap-Kanal beim Mandelblütenfest im Dorf Tejeda gefilmt. Als Kamera habe ich mein iPhone 12 Pro verwendet und ein bisschen Zubehör hatte ich auch dabei. Dazu später mehr. In diesem Video zeige ich dir, wie man ein Smartphone kreativ für den Dreh von Reisevideos einsetzen kann. Bevor du anfängst, für dein Reisevideo zu filmen, ist es hilfreich, deine Ziele und Erwartungen für das Video festzuhalten. Also, welche Geschichte willst du erzählen? Daraus leitet sich ab, welche Aufnahmen du benötigst, welche Orte du besuchst und welche Atmosphären du einfangen willst. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, den kulturellen Teil des Mandelblütenfestes in Tejeda und die Natur drumherum zu zeigen. Mal schauen, wie mir das gelungen ist. Es gibt natürlich noch andere Anlässe für dein Video. Ein Jubiläum oder eine besondere Feier während des Urlaubs, eine Wanderung, ein Tauchgang oder eine Safari, ein Besuch historischer Städten, lokaler Märkte oder musikalischer Veranstaltungen, eine Reise mit besonderer Bedeutung oder mit einer besonderen Person, um nur einige Beispiele zu nennen. Egal was es ist, das Thema für dein Video vorab zu definieren, gibt dir die Grundlage, um schon während des Drehs sagen zu können, ob dir noch Aufnahmen fehlen oder ob du schon genug gedreht hast. Wenn du gerne vorbereitet bist, kannst du auf der Grundlage des Videothemas eine Shotlist erstellen. Das heißt, dass du dir im Voraus alle Szenen überlegst, die du auf jeden Fall filmen möchtest. Wenn du mehr über Shotlists erfahren willst, schau mal in unser Video zu dem Thema rein, das ich dir in der Beschreibung verlinkt habe. Für mein Reisevideo wusste ich, dass der Ort Tejeda in einer malerischen Umgebung liegt und als eines der schönsten Dörfer Spaniens ausgezeichnet ist. Ich wusste, dass die Veranstaltung mit Umzügen und traditionellen Tänzen verbunden ist und dass es um Mandelblüten geht. All diese Dinge wollte ich also einfangen und dabei möglichst abwechslungsreiche Bilder drehen. Eine Überlegung, die du vor dem Dreh treffen solltest, ist die Frage nach dem Seitenverhältnis. Also willst du hochkant oder im Querformat filmen? Das traditionelle Seitenverhältnis von 16:9 ist für YouTube und andere Videoplattformen geeignet oder wenn du dein Video später zum Beispiel auf einem TV-Gerät anschauen möchtest. Viele Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok bevorzugen hingegen vertikale Videos im Seitenverhältnis von 9:16. Denn diese lassen sich besonders gut auf Mobilgeräten wiedergeben. Wenn du also planst, deine Urlaubsvideos als Instagram Reels oder TikTok-Videos zu teilen, solltest du berücksichtigen, dass vertikale Videos eine bessere Reichweite und ein besseres Engagement erzielen. Da ich meine Videos in erster Linie für YouTube gedreht habe, habe ich die meisten Shots im Querformat gedreht. Wenn du ein Reisevideo mit deinem Smartphone drehen willst, brauchst du nicht viel Equipment. Das ist ja gerade der Sinn der Sache. Neben dem Handy selbst empfehle ich dir aber auf jeden Fall eine Powerbank mitzunehmen und wenn möglich externe Speichermedien. Bei manchen Android-Handys kannst du Micro-SD-Karten einstecken und für alle Handys mit USB-C-Anschluss bieten sich externe USB-C-Festplatten an, auch für aktuelle iPhones. Was das Handy selbst angeht, kannst du praktisch jedes aktuelle Smartphone verwenden. Achte darauf, dass es in HD oder besser 4K filmen kann. Wenn du gerade auf der Suche nach einem neuen Handy bist und dir die Kamerafunktion besonders wichtig ist, solltest du dir aktuelle Tests anschauen, wo die Kamera normalerweise einer der wichtigsten Testpunkte ist. Was mir an den Kameras des iPhone 12 Pro besonders gut gefällt, ist, dass es 3 unterschiedliche Brennweiten gibt, also dass man entscheiden kann, manche Szenen besonders weitwinklig oder näher zu filmen, ohne digital zoomen zu müssen. Je nachdem, was du drehen willst, bieten sich verschiedene Erweiterungen für dein Handy an. Ein Mikrofon, wenn du Tonaufnahmen machen willst, Licht für Interviews oder Gimbals und andere Halterungen, wenn du dein Smartphone stabilisieren möchtest. Für meinen Dreh habe ich ein Smartphone-Rig der Marke SmallRig eingepackt. Ich finde die Möglichkeit, das Handy seitlich an Griffen zu halten und auch die Aufnahme per Bluetooth zu starten oder zu beenden, für längere Drehs deutlich angenehmer. Außerdem ist das Kamerabild ruhiger und auch Bewegungen mit Handy in der Hand lassen sich so stabiler ausführen. An einem Rig könntest du auch Zubehör wie Mikrofon oder Lichter anbringen. Und schließlich schützt es dein Smartphone vor Beschädigungen in Situationen, in denen dein Handy herunterfallen oder durch äußere Einflüsse beschädigt werden könnte. Beispielsweise bei Veranstaltungen mit vielen Menschen. In der Videobeschreibung habe ich dir mein Videorig und ein paar andere Produktempfehlungen verlinkt, die du für dein eigenes Reisevideo nutzen kannst.
haben schon an verschiedenen Stellen auf dem Mindnap-Kanal Tipps gegeben, wie du in dokumentarischen Situationen abwechslungsreiche Bilder drehen kannst. Zum Beispiel mit der 5-Shot-Technik. Die Technik hilft dir natürlich auch beim Drehen eines Reisevideos. Schau also unbedingt mal rein. Einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Was für den Dreh von Reisevideos schnell zu besseren Ergebnissen führt, ist die Perspektive zu wechseln. Versuch nicht, das Postkartenmotiv nachzustellen, sondern schau mal in die andere Richtung. Beweg dich abseits der ausgetretenen Pfade, natürlich ohne dich oder andere in Gefahr zu bringen. Du kannst auch versuchen, eine stark untersichtige Perspektive zu wählen oder den Blick von oben. Experimentieren lohnt sich. Verwende außerdem Kamerabewegungen, um dein Reisevideo dynamischer zu gestalten. Mit ein bisschen Planung gelingen so auch spannende Transitions. Wenn dich das Thema Video Transitions interessiert, schau mal in unser verlinktes Video rein. Versuch schließlich, immer so nah wie möglich an das Geschehen heranzukommen. Gerade wenn du deine Reisevideos später auf Social Media veröffentlichen willst, sind Close-ups und Nahaufnahmen besonders wichtig, da Details auf einem kleinen Bildschirm naturgemäß schwerer erkennbar sind. Apropos, es kann auch sinnvoll sein, in manchen Momenten sowohl Aufnahmen im Hoch- als auch im Querformat zu machen, so wie ich das hier zum Beispiel getan habe. Wenn alle Videos im Kasten sind, geht es an den Schnitt. Dazu kannst du ein Schnittprogramm deiner Wahl verwenden. Willst du dein Video auf dem Smartphone schneiden, kannst du das zum Beispiel direkt auf TikTok oder Instagram tun. Aber auch andere Apps wie InShot, ProTech oder Premiere Rush eignen sich gut. Probier dich am besten mal durch. In der Videobeschreibung habe ich dir ein paar Apps für Android und iOS verlinkt. Achte bei der Zusammenstellung deiner Clips darauf, dein Video nach einer klaren Erzählstruktur aufzubauen, indem du die Szenen in einer logischen Reihenfolge anordnest. Das kann, muss aber nicht die Reihenfolge sein, in der du sie gedreht hast. Du kannst im Schnitt deines Handyvideos auch Hoch- und Querformat-Videos kombinieren. Eine Möglichkeit ist es, mehrere Hochkant-Videos nebeneinander zu zeigen, um eine Art Collage-Effekt zu erzeugen. Das kann besonders cool aussehen, wenn du mehrere kurze Clips hast, die verschiedene Perspektiven einer Geschichte oder eines Themas zeigen. Du kannst auch ausprobieren, das Hochkant-Video einzublenden, indem du dasselbe Video im Hintergrund weich gezeichnet laufen lässt. So vermeidest du schwarze Flächen an den Rändern und betonst den Inhalt des Videos. Noch ein Tipp: Wenn möglich, filme deine Videos in 4K oder einer höheren Auflösung. So kannst du zum Beispiel in der Postproduktion bei Hochkant-Videos so weit reinzoomen, dass sie ins Querformat passen, ohne an Qualität zu verlieren. Das gleiche gilt natürlich auch für horizontal gefilmte Videos, die du im Hochformat zeigen möchtest. Bevor du mit dem Schneiden loslegst, solltest du dir etwas raussuchen, um dein Handyvideo mit Musik zu unterlegen. Eine gut gewählte Hintergrundmusik kann dein Reisevideo lebendiger und mitreißender machen und die Emotionen und die Dynamik deines Videos verstärken. Auch das Einblenden von Titeln und anderen Texten gibt deinem Video eine professionelle Note. Du kannst so wichtige Informationen wie den Ort oder das Datum deiner Reise hervorheben, was den Zuschauern hilft, die Inhalte besser zu verstehen. Probier dich in Sachen Schriftarten und Einblendungseffekten also einfach mal aus. Und wie mein fertiges Video aussieht, zeige ich dir jetzt. Film ab! Jetzt bist du also bestens gerüstet, um mit deinem Smartphone unvergessliche Reisevideos zu erstellen. Von der ersten Idee und der Ausrüstung bis hin zum fertigen Film hast du gesehen, welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen, um deine Erlebnisse auf fesselnde Weise festzuhalten. Aber wir sind noch lange nicht am Ende unserer Videoreise. Wenn du noch tiefer in die Kunst des Films mit dem Smartphone eintauchen willst, schau dir unser nächstes Video an. Dort erfährst du, wie du mit einfachen Mitteln visuell beeindruckende Geschichten erzählen und deine Zuschauer emotional packen kannst. Und das alles mit dem Smartphone und nicht nur auf Reisen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Mindnap. Mit Videos mehr erreichen.